Bist du an einer Kontoeröffnung außerhalb der EU interessiert? Dann könnte vielleicht der UK für dich interessant sein und darüber wollen wir in diesem Video sprechen. Viele von euch sind an einer Kontoeröffnung außerhalb der EU interessiert und das ist ja auch kein Wunder. Man macht sich seine Sorgen so um den Euro. Die politische Situation stellt man auch in Frage. Also besser das Vermögen raus aus der EU oder zumindest ein alternatives Konto außerhalb der EU haben. Der UK bietet sich hier an. Dort gibt es eine lange Bankentradition. Manche Banken, zum Beispiel Royal Bank of Scotland, wurde im 18. Jahrhundert gegründet und ist sehr alt. Die Banken haben alles überstanden, alle Krisen. Der UK ist nicht mehr in der EU. Es gibt keinen Euro. Es klingt also als der ideale Standort, ein Konto zu eröffnen. Grundsätzlich ist es so, dass es im UK Konten gibt für natürliche Personen und auch für juristische Personen. Wer also hier eine britische Gesellschaft hat, der kann natürlich auch für eine britische Gesellschaft hier ein Konto eröffnen. Aber auch Konten von natürlichen Personen sind natürlich sehr beliebt. Grundsätzlich muss man den UK-Bankensektor in zwei Teile aufteilen. Hier gibt es einmal die traditionellen Banken, da würde ich sagen, zählen dazu die Royal Bank of Scotland, Lloyds, HSBC, Barclays, diese Banken. Und dann gibt es die neuen Banken, zum Beispiel Revolut oder Wise, also sogenannte Internetbanken, die ja viele von euch auch bereits kennen. Streng genommen sind Wise und Revolut und diese Anbieter natürlich keine wirklichen Banken. Sie haben keine volle Banklizenz. Zum Teil haben sie auch in der Europäischen Union eine volle Banklizenz. Zum Beispiel Revolut hat bekanntlich in Litauen eine Banklizenz. Dort hast du eine LT-IBAN. Aber auch wenn man bei der britischen Seite von Revolut oder eben auch bei Wise ein Konto eröffnet, kann man relativ sicher sein, dass hier das Geld sicher ist. Denn hier sind ja letztlich darunterliegend traditionelle Banken, wie zum Beispiel Barclays, die dann tatsächlich die Mittel der Kunden halten. Also auch wenn hier bei diesem Start-up was schiefgehen sollte, heißt das nicht, dass dann die Gelder tatsächlich verloren sind. Grundsätzlich ist die Einlagensicherung hier ähnlich wie sonst so in der Europäischen Union. Bis zu 85.000 Pfund pro Bank und bis zu 170.000 Pfund bei gemeinsam gehaltenen Konten sind versichert. Alle Banken haben die normalen Features, die man sonst auch kennt, also Online-Banking, entsprechende Debitcards, meistens ist es Mastercard oder Visa-Card, EC-Karten, gab es ja eigentlich im UK noch nie. Fremdwährungskonten können manchmal noch schwierig sein. Das ist eben im UK nicht so einfach, hier zum Beispiel ein Euro-Konto zu bekommen bei den Standard-Bankkonten. Da wählt man dann am besten eben eins dieser Fintech-Banken, die ja Konten in verschiedenen Währungen vorhalten. Wenn man innerhalb von UK überweist, dann sind die Mittel innerhalb von Sekunden normalerweise da. Und auch ansonsten, wenn man jetzt zum Beispiel von UK auf ein Eurokonto außerhalb UKs überweist, ist normalerweise das Geld schon am gleichen Tag da. Hier muss man natürlich aufpassen bei Fremdwährungsüberweisungen, dass die Bankgebühren immer noch ziemlich hoch sind. Einige Prozent gehen hier tatsächlich wirklich drauf. Man sagt so bis zu 5%. Also auch hier ist es tatsächlich besser, Wise oder Revolut zu verwenden, wenn man jetzt hier Geld ins Ausland versenden möchte. Auch Bargeldbezug ist manchmal so ein Thema, was nicht so funktioniert wie in Deutschland. Oftmals haben die Banken hier Limits, was die Debitkarten anbelangt. Also vielfach kann man nur bis zu 500 Pfund pro Tag abheben. Revolut zum Beispiel erlaubt 2.500 Pfund. Das ist natürlich schon ziemlich viel, ist aber natürlich auch keine traditionelle Bank. Ähnliche Einschränkungen gibt es zum Beispiel auch beim Thema Internetbanking und das sind sich viele nicht gewöhnt. Auf einmal kannst du dann eine Überweisung machen vom Internetbanking für 5.000 Euro oder 10.000 Euro und alles darüber hinaus musst du dann erst hier kompliziert bei der Bank beantragen. Also hier sind schon einige Dinge, die man lernen muss, wenn man hier ein britisches Konto betreibt. Ansonsten kann man sagen, guter Customer Service. Die Banken sind in der Regel rund um die Uhr auch telefonisch zu erreichen, wenn es dort irgendein Problem gibt. Also insofern ist der ganz normaler Service zu erwarten, wie man ihn auch aus Deutschland kennt. Ein wichtiger Punkt, den man wissen muss, wenn man Wertpapiere besitzen und ein Depot möchte, das ist in UK nicht üblich, dass die Banken hier auch Wertpapierdepots anbieten. Da muss man dann zu einem separaten Broker gehen. Diese Leistung wird von den meisten Banken nicht angeboten.
aber möglicherweise hat die Bank hier eine Gruppengesellschaft, die auch gleichzeitig Broker ist. Aber normalerweise würde man zu einem separaten Unternehmen gehen, um hier ein Wertpapierdepot im UK zu erhalten. Bei den meisten Banken ist es so, dass du hier nicht erwarten kannst, dass du eine wirkliche Kreditkarte bekommst mit einem Verfügungsrahmen oder auch einen Überziehungskredit, zumindest nicht, wenn du neu bist in UK. Wie gesagt, die Debitkarten, die es in UK gibt, diese Visa-Karten und Masterkarten, lassen sich wie Kreditkarten verwenden. Du kannst damit auch Autos und so weiter mieten, aber es ist halt immer nur das verfügbar, was auf dem Konto ist. Wenn du nur 3 Pfund auf dem Konto hast, kannst du auch eben nur darüber dann verfügen. Wenn du jetzt wirklich scharf drauf geworden bist, ein britisches Konto zu eröffnen, dann muss ich dir sagen, dass das Ganze einen ganz großen Haken hat. Und das ist der, dass du ohne Wohnsitz in UK kein Konto in UK eröffnen kannst. Ja, ich weiß, das ist vielleicht ein Schlag für dich. Jetzt hast du dir dieses ganze Video angeschaut und gehofft, dass du hier in UK ein Konto eröffnen kannst. Aber wie gesagt, ich hätte das Video natürlich nicht gemacht, um dich jetzt hier nur zu enttäuschen. Es gibt hier eine tatsächliche Lösung und diese Lösung ist, dass du ein Konto bei den Bankfilialen eröffnest, die sich auf den Kanalinseln oder auf der Isle of Man befinden. Die Kanalinseln kennst du vielleicht zwischen Frankreich und England gelegen, die Isle of Man zwischen Irland und UK. Hier sprechen wir von unabhängigen Gebieten, dort gelten eigene Gesetze, die haben ihr eigenes Recht und sind letztlich nur außenpolitisch von UK abhängig, sind aber keine eigentlichen Gebiete vom UK, sondern unabhängige Gebiete. Alle wichtigen britischen Banken haben dort Niederlassungen, also HSBC, Lloyds, Barclays und so weiter und so fort, haben auf den Inseln eine Niederlassung, zum Teil eben auf den Kanalinseln, zum Teil auf der Isle of Man und dort können nun eben auch Kunden weltweit ein Konto eröffnen. Wenn du also ein Konto willst bei einer wichtigen britischen Bank, dann ist deine beste Chance, dies zu tun, bei den Filialen auf den Kanalinseln. Hier ist die Anforderung, dass du dort entweder eine größere Summe Geld deponierst, wir sprechen von Beträgen zwischen 50 und 100.000 Pfund, oder aber der Bank zeigen kannst, dass du zum Beispiel hier regelmäßig Geld auf das Konto einzahlst, weil du zum Beispiel Gehalt auf dieses Konto bekommst, sodass hier eben dann im Jahr 50 bis 100.000 Einkommen auf diesem Konto ankommen, dem Konto zufließen. Der Prozess, ein Konto zu eröffnen, läuft online. Natürlich, du kannst dir vorstellen, dass es heute ähnlich kompliziert, wie es überall kompliziert ist. Man muss zig Nachweise bringen, Ausweiskopie, Adressnachweis und so weiter und so fort. Aber im Prinzip ist das für jeden möglich, unabhängig von dort, wo du wohnst, interessanterweise. Auch aus deutscher Sicht oder europäischer Sicht komplett legal. UK nimmt natürlich im Informationsaustausch teil und so auch die Inseln. Das heißt also, du kannst ja auch als Deutscher komplett legal ein Konto bei einer solchen britischen Bank beziehungsweise ihrer internationalen Filiale auf den Kanalinseln oder der Isle of Man eröffnen. Dem steht nichts im Wege. Abschließend möchte ich noch was über Firmenkonten sagen. Leider kannst du keine Firmenkonten eröffnen bei den internationalen Filialen. Leider wird es dir wahrscheinlich auch nicht möglich sein, für deine britische Gesellschaft ein Konto in UK zu eröffnen, wenigstens nicht bei den traditionellen Banken. Diese wollen nämlich einen Geschäftsführer in UK oder aber Substanz, Ladengeschäft, Mitarbeiter und so weiter in UK sehen. Wenn das nicht vorhanden ist, wirst du für deine britische Limited dort kein Konto bekommen. Hier musst du dann ausweichen auf eben die Startups, Revolut, Wise oder jemand anders. Wir haben auch noch eine Möglichkeit, ansonsten über einen Partner von uns Konten für Unternehmen aus allen möglichen Ländern, nicht nur UK-Gesellschaften, bei der NatWest zu eröffnen, auch in verschiedenen Währungen. Wenn du also zum Beispiel ein Unternehmen in den USA, kann eine US-LLC sein, kann eine Inc. sein oder in Malta oder irgendein anderes Unternehmen hast, in irgendeinem anderen beliebigen Staat, fast alle Staaten gehen, außer der Staat ist auf der schwarzen Liste, dann können wir dich unterstützen. Wenn du ohnehin unser Mandant bist, dann können wir hier Konten möglicherweise bei NatWest für das Unternehmen eröffnen. Ansonsten, wie gesagt, im UK ein Konto zu bekommen für ein Unternehmen, außer du hast dort Substanz, praktisch unmöglich. Wenn du dich mit dem Gedanken trägst, auszuwandern, im Ausland dein Vermögen zu schützen oder dort Vermögen aufzubauen, Konten im Ausland zu eröffnen, dann würde ich mich freuen, dich im Beratungsgespräch kennenzulernen. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten dabei zu unterstützen, ins Ausland umzuziehen, ihre Steuerlast zu optimieren und ihr Vermögen zu schützen oder neues Vermögen aufzubauen. Link zum Beratungsgespräch packe ich hier in die Beschreibung mit rein. Ich würde mich freuen, über dein Auslandsvorhaben zu sprechen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor?
zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.